Schalter für die Modelleisenbahn kennst du bestimmt. Zum Beispiel wie diese hier zum Schieben oder auch die Taster zum Drücken. In der Regel nutzt man sie, um Weichen oder Signale zu schalten. Aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Man erkennt nicht sofort, welche Weiche man eigentlich gerade schaltet. Das muss man sich merken. Und mal ehrlich, wäre es nicht viel besser, wenn man direkt sehen könnte, welcher Schalter zu welcher Weiche gehört? Genau dafür gibt es Gleisbildstellpulte. Wie man so ein Stellpult in einer einfachen Variante baut, perfekt für kleinere Anlagen, zeige ich euch heute. Außerdem gibt es eine kleine Einführung in Magnetspulenantriebe für Weichen und ich zeige euch eine kostenlose Möglichkeit, einen sauberen Gleisplan selbst zu erstellen. Damit haben wir dann alles zusammen, um uns ein richtig schickes kleines Stellpult zu bauen. Und das bekommt wirklich jede und jeder hin. Ich weiß noch genau, wie mich als Kind die vielen Knöpfe und Schalter von echten Stellwerken fasziniert haben. Sowas wollte ich natürlich auch haben. Leider haben meine Kenntnisse damals noch nicht ausgereicht, um mir selbst ein Stellpult zu bauen. Also musste ich auf die klassische Schalterlösungen zurückgreifen. Und das war ehrlich gesagt nie optimal. Ich konnte mir einfach nicht merken, welcher Schalter welche Weiche steuert. Und zu allem Überfluss hat dann auch irgendwo nochmal ein Verbindungskabel gewackelt. Das war einfach frustrierend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch war. Wer hat früher auch die klassischen Standardschalter benutzt und wer hatte vielleicht schon von Anfang an ein selbstgebautes Stellpult? Wir machen das heute deutlich besser und zwar ganz einfach. Als Beispiel dient wie so oft unsere gemeinsame Kleinstanlage. Wenn du den Start verpasst hast, kein Problem. Du kannst jederzeit einsteigen. Schau dir einfach das erste Video der Reihe an, dann bist du direkt im Thema. Aber jetzt geht's los. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal 1 Quadratmeter Modellbahnglück. Mein Name ist Jan und schön, dass ihr dabei seid. Bei unserer Kleinstanlage wollen wir Weichen schalten, aber natürlich kannst du über so ein Stellpult auch Signale oder Entkupplungsgleise steuern. Eigentlich alles, was mit einem Magnetspulenantrieb arbeitet. Der Magnetspulenantrieb ist sozusagen das Standardsteuerelement auf der Modelleisenbahn. Robust, zuverlässig und weit verbreitet. Deshalb bieten viele Hersteller entsprechende Antriebe für ihre Weichen an, so wie diesen hier. Im Prinzip funktionieren sie alle gleich. Im Inneren sitzen zwei Spulen, die unabhängig voneinander mit Strom versorgt werden können. Dazwischen befindet sich ein Metallkern, der wie ein kleiner Schlitten hin und her gezogen wird. Diese Bewegung wird an die Mechanik der Weiche übertragen und dadurch schaltet die Weiche um. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Versorgt werden die Antriebe normalerweise über einen Trafo. Der hat in der Regel zwei Stromkreise, einmal für den Fahrstrom und einmal für das Zubehör. Also zum Beispiel Magnetspulenantriebe. Zubehörartikel wie Weichenantriebe oder Entkupplungsgleise werden mit Wechselstrom betrieben. Der Fahrstrom hingegen ist Gleichstrom. Jetzt werden einige sagen, Moment mal, ich fahre doch digital. Ich habe doch gar keinen Trafo mehr, sondern nur noch eine Digitalzentrale. Und ja, das stimmt. Wenn du so schalten möchtest, wie ich es hier zeige, brauchst du tatsächlich zusätzlich einen einfachen Trafo. Den bekommst du aber günstig gebraucht, zum Beispiel über Kleinanzeigen. Und insgesamt ist diese Lösung deutlich günstiger, als Weichen direkt über seine Z21 oder ähnliche Zentralen zu schalten, besonders für Anfänger. Denn für digitales Schalten brauchst du zusätzlich Decoder, die von der Zentrale angesteuert werden und dann erst den Schaltimpuls an die Weichen weitergeben. Oft kommt dann noch ein PC mit entsprechender Software dazu. Das wird teuer. Deshalb ist meine Empfehlung, gerade für kleinere Anlagen und Anfänger, digital fahren, aber analog schalten. Das ist einfacher, zuverlässiger und deutlich günstiger. Okay. Jetzt wissen wir also, wie ein Magnetspulenantrieb funktioniert. Wenn wir aber keine klassischen Schalter, die man nicht in ein Gleisstellpult einbauen kann, verwenden will, brauchen wir natürlich etwas anderes. Und zwar sowas wie hier, einen Mini-Kipptaster. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Der hat 3 Positionen.
Oben, Mitte, unten. Der Taster bleibt nicht in der gedrückten Stellung stehen, sondern springt automatisch wieder in die Mittelstellung zurück. Strom fließt also nur, solange man den Hebel festhält. In der Mittelstellung fließt kein Strom. Und genau das ist extrem wichtig. Denn die beiden Spulen im Magnetantrieb sind ziemlich empfindlich. Wenn dauerhaft Strom hindurchfließt, können sie durchbrennen. Zum Glück braucht der Schaltvorgang ohnehin nur einen kurzen elektrischen Impuls. Damit trotzdem nichts passiert, haben die meisten modernen Antriebe eine sogenannte Endabschaltung eingebaut. Das bedeutet, sobald der Schlitten seine Endposition erreicht, wird der Strom automatisch unterbrochen. Das funktioniert in den meisten Fällen auch wunderbar, aber eben nicht immer. Wenn zum Beispiel Dreck oder Schotterreste die Weiche blockieren, erreicht der Schlitten seine Endposition nicht und dann fließt der Strom einfach weiter. Und genau deshalb verwenden wir diese Kipptaster. Denn selbst wenn etwas blockiert, fällt der Taster automatisch zurück wieder in die Mittelstellung und unterbricht den Strom. Damit sind wir auf der sicheren Seite. In dieser Skizze zeige ich euch jetzt, wie ihr Schalter, Antrieb und Trafo beispielhaft miteinander verbinden müsst. Aber wir wollen ja mehrere Weichen steuern. Deshalb vereinfachen wir das Ganze noch etwas, damit später auch das Kabelverlegen deutlich angenehmer wird. Ihr seht, einige Verbindungen haben wir zusammengefasst. Und den ganz Aufmerksamen wird auffallen, dass wir an einer Stelle sogar zwei Weichen gleichzeitig mit einem einzigen Schalter schalten. Das funktioniert deshalb, weil die Kipptaste, die wir verwenden, eigentlich intern aus zwei getrennten Schaltern besteht, die aber beide mit einem einzigen Hebel bedient werden. So können wir bei der Bahnhofseinfahrt zwei Weichen gleichzeitig schalten. Und das ergibt auch Sinn, weil beide Weichen ohnehin immer gemeinsam in denselben Gleisabschnitt führen sollen. Deshalb kommen wir bei 6 Weichen mit nur 5 Schaltern aus. Bei den anderen Schaltern ignorieren wir einfach die zusätzlichen Kontakte. Schon ziemlich clever, oder? Gleich zeige ich euch übrigens auch noch kurz das Löten und den Zusammenbau im Detail. Wenn ihr mit Löten bisher wenig Erfahrung habt, schaut euch gerne mein Video dazu an. Ich blende es gerade noch mal ein. Dort erkläre ich den Einstieg und das benötigte Material ganz genau. Bevor wir aber mit dem Zusammenbau starten, brauchen wir noch etwas: einen Gleisplan. Und zwar in einer vereinfachten Darstellung. Zuerst müssen wir wissen, wie groß unser Stellpult überhaupt werden darf. Dafür messen wir jetzt die Stelle aus, an der das Stellpult später sitzen soll. Ihr müsst das übrigens nicht so machen wie ich und das Stellpult versenken. Ihr könnt es auch später einfach auf oder in den Rahmen setzen. Mir persönlich gefiel die eingelassene Variante einfach besser. Jetzt, wo die Position feststeht, wird euch sicher klar, dass einige Kabel der Weichenantriebe verlängert werden müssen. Lötet dazu einfach passende längere Kabel an die vorhandenen Leitungen. Achtet dabei unbedingt auf die Kabelfarbe, so vermeidet ihr später Verwechslungen, und verwendet den gleichen Kabeldurchmesser. Jetzt aber zum Anfertigen des Gleisplans. Natürlich könnt ihr den einfach mit Lineal und Stift auf Papier zeichnen. Das funktioniert völlig problemlos. Zeichnet euch vor die maximale Größe auf und erstellt den Plan innerhalb dieses Bereiches. Ich empfehle, zum Rand hin mindestens 1,5 cm Abstand zu lassen, sonst wird es später mit den Schaltern etwas eng. Wenn ihr es etwas ordentlicher haben möchtet, empfehle ich euch Canva. Das ist ein Online-Tool, das in der Basisversion kostenlos ist und die reicht für unser Projekt völlig aus. Ich zeige euch das hier mal kurz.
Natürlich kann ich jetzt nicht auf alle Funktionen und Werkzeuge eingehen, aber auf YouTube gibt es dazu jede Menge toller Tutorials. Und ganz ehrlich, sich ein bisschen in Canva einzuarbeiten, lohnt sich wirklich und geht überraschend schnell. Ladet euch die Grafik anschließend als JPEG herunter und druckt sie aus, zum Beispiel auf glänzendem Fotopapier. Das wirkt hochwertiger und ist stabiler. Wer sich nicht mit Canva beschäftigen will, findet den Gleisplan auch fertig in der Cloud. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Achtet beim Drucken unbedingt darauf, dass das Bild in Originalgröße ausgegeben und nicht automatisch skaliert wird. Als Grundlage für das Stellpult verwende ich ein 5 mm starkes Stück Pappelsperrholz. Darauf lege ich den ausgedruckten Gleisplan. Mit einem spitzen Gegenstand markiere ich anschließend die Stellen im Holz, an denen später die Bohrlöcher für die Schalter sitzen sollen. Dann nehme ich den Gleisplan wieder runter, der wird erst später fest verklebt. Für die Löcher verwende ich einen 6 mm Holzbohrer. Jetzt wird der Gleisplan mit Holzleim verklebt. Danach vergrößere ich die Öffnungen im Ausdruck vorsichtig mit einem Skalpell oder einem angespitzten Bleistift, damit die Schalter sauber hindurchpassen. Damit sich die Schalter später nicht lösen, klebe ich sie zusätzlich fest. Machen wir mal eine erste Passprobe. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da und abonniere kostenlos den Kanal. Dann verpasst du kein neues Video von mir. Damit das Stellpult später ordentlich befestigt werden kann, habe ich vorher noch 2 kleine Holzleisten eingeklebt. Daran kann ich das Stellpult jetzt festschrauben. Nun wird gelötet. Zuerst verbinden wir die mittleren Kontakte der Schalter miteinander. Dafür verwende ich Messingdraht. Das ist deutlich einfacher als alles mit einzelnen Kabeln zu verbinden. Anschließend löten wir dort ein Kabel an, das später zum Trafo führen wird. Danach verbinden wir die Kabel der Weichenantriebe mit den Schaltern, hier braun und gelb. Diese beiden Leitungen versorgen jeweils eine der beiden Spulen. Ich zeige euch das hier am Schreibtisch, damit es leichter ist, das Ganze nachzuvollziehen. In der Praxis werdet ihr die Kabel der Antriebe verlängern und bereits auf der Anlage verlegt haben. Ihr arbeitet also eher direkt an der Anlage. Damit später keine losen Kabel, die zum Trafo führen, aus der Anlage hängen, habe ich mich für eine Steck- und Buchsenlösung entschieden. Die Buchsen werden später direkt im Anlagenrahmen befestigt. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder vom Einbau des Stellpultes. Da wird vieles nochmal deutlicher. Im vorderen Bereich befinden sich die Anschlüsse für den Trafo. Auf der linken Seite werden in einem Verteiler alle schwarzen Kabel der Weichenantriebe gebündelt. Beim rechten Verteiler führt es hinterher zum Messingdraht am Stellpult. In der Skizze befinden wir uns gerade links unten. Jetzt geht es weiter mit den Schaltern. Ich zeige euch das hier mal beispielhaft an einem Schalter. Führt also erstmal die verlängerten Kabel der Weichenantriebe an die entsprechende Position zum Stellpult und dann werden die Kabel, gelb und braun in diesem Fall, nur noch an die entsprechenden Pole vom Schalter dran gelötet. Und ganz wichtig, testet jede einzelne Weiche direkt nach dem Anschließen. Prüft also, ob sie sauber schaltet und ob die Stellung am Schalter im Stellpult auch wirklich zu der tatsächlichen Weichenlage passt. So sieht das Stellpult dann fertig verdrahtet aus
und dann können wir es auch entsprechend fest montieren. Damit haben wir jetzt ein richtig schönes kleines Stellpult, mit dem wir unsere Weichen komfortabel steuern können. Einen kleinen Nachteil möchte ich euch aber nicht verschweigen. Ihr habt noch keine Lagekontrolle. Das bedeutet, ihr bekommt auf dem Stellpult keine Rückmeldung darüber, wie die Weiche tatsächlich steht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil auf so einer kleinen Anlage hat man das meistens im Überblick, aber es fehlt. Das lässt sich jedoch mit etwas zusätzlicher Elektronik sehr leicht nachrüsten. Aber weil diese Reihe sich bewusst an Anfänger richtet, wollte ich das jetzt nicht auch noch hier reinpacken. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, ob ich auch ein Video zur Rückmeldetechnik machen soll. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurer Kleinstanlage. Schickt mir gerne wieder Fotos von eurem aktuellen Baufortschritt, damit ich die in einer der nächsten Folgen zeigen kann. Ich glaube, das ist immer für alle eine Riesenmotivation zu sehen, wo andere gerade stehen. Und macht sicherlich Lust auch für die, die noch nicht angefangen haben mit der Kleinstanlage. Und bis dahin, man hört voneinander. Ein Quadratmeter Modellbahnglück. Hier rollt die Bahn vor und auch mal zurück. Die Loks, die Signale. Ein Traum, ein Trick. Mein kleines Paradies, mein Modellbahn.